I think this piece is really about the past and the present. It's about our relationship to past events. It's about, first of all, who gets to write the stories? How are we allowed to watch them? Like, who is responsible and for the way in which they're transported to a public moving forward? And also sort of the malleability of the storytelling process in terms of recording history. This is an attack against a group of people. It's very much a terrorist act. And how do we see that now? How did they see it in 1972? And even sort of looking further back, how were attacks or how were vile acts against an ethnic group viewed by a larger public? It sort of, it calls under examination the very art of observing and the absorption of visual information. I think it's important to take a really close look at that thing in all of us that just likes to watch in the most sort of, I guess, controversial way possible, and possibly a very negative way. I mean, it's about cultural voyeurism, it's about doom scrolling, it's about, you know, memory porn. It's about, there is something weird in us that we need to watch it, we need to look at it, we need to turn it over and around. And I like the fact that we sort of enter this piece in a very civil version of observation, the sort of very dry, academic, polite act of walking into a museum. And by the end, it turns into sort of being almost sort of enthusiastic participants, or at least observers in a literal bloodbath. And what is it about us that takes us down that path? If not completely indirectly, at least sort of brings our imaginations there and makes us keep scrolling or keep watching, even if it's unbearable. Die musikalischen Besonderheiten von Echo 72 Israel in München sind besonders im Orchester zu sehen. Es gibt ein sehr großes Orchester, was aber angereichert ist durch eine Band, Steamboat Switzerland, die aus Hemdorgel, E-Bass und Drumset besteht. Und das Besondere an der Partitur ist, dass jede der einzelnen Nummern eine eigene Instrumentation haben. Also das Stück ist nicht, sage ich mal, durchkomponiert im klassischen Sinne, dass immer die ganze Zeit ein Orchester spielt in seiner vollen Größe mit verschiedenen Farben, sondern es ist wirklich für jede Nummer eine einzelne Instrumentation. Und jeder Sportart in dem Stück ist quasi eine besondere Zusammenstellung der Instrumente zugeordnet. Ich bin mit ganz klassischem Jazz und klassischer romantischer Musik aufgewachsen. Als Schlagzeuger habe ich dann wirklich so wie versucht, wie Tony Williams und Elvin Jones zu spielen und habe gleichzeitig Tchaikovsky, Beethoven, Bruckner, Mahler gehört und dann aber auch in klassischen Symphonieorchestern gespielt, so gleichzeitig auch in diversen Jazzbands. So, ich glaube, das ist zusammenfassend so meine musikalische Sozialisierung gewesen. In meinen Opern waren schon oft die Leute von Steamboat Switzerland mit dabei. Und das gibt einem Orchester einen wahnsinnig speziellen Drive. Ich versuche nicht, die Stile zu mischen. Ich mag auch das Wort Crossover überhaupt gar nicht. Ich behaupte jetzt großkotzig, dass es eigentlich meine Musik ist. Das sind die Welten, in denen ich lebe. Also ich bin in den abgefucktesten Jazzclubs unterwegs und aber auch im Open House. Also das ist kein Konstrukt, das ist echt schon mein Leben. There's a moment, it's actually like one of the jams of the Steamboat Switzerland band in the pit. It's essentially a moment where all of the athletes on stage realize that their doubles, the sort of proxies that we've set up for their figures, are being erased, are being removed and possibly forgotten. And it is this sort of scramble of protest against this
vile voyeurism and this grappling to stay in a living memory of people. And you see the stage change, you see the soloists on the stage sort of begging for a real relevance when in fact they are being blotted into a sort of historical generalness that I think most people regard this event with. It's chilling for me, and there's other moments also toward the end of the piece as the acceleration continues where it becomes almost breathless and unbearable and you don't want to watch, but you have to, and it's very compelling. Das ist im Ursprung eine serielle Komposition. Ich habe den Text und der hat 21 Teile, die intern noch unterteilt sind. Die Annahme war die, ich fange bei Tempo 60 an und höre bei Tempo 300 auf und das in einer Zeit von 90 Minuten. Ich fange dort an, Kunst zu machen, wo ich dann das serielle System, dieses Grundmuster auch verlasse und dort beginnt ja eigentlich die Musik. Also es gibt eine musikalische Beschleunigung von ganz Anfang bis Ende. Das heißt, im Grunde ist es auch vom Dirigieren her zu sehen. Am Anfang dirigiere ich ganz langsam, am Ende ganz schnell. Aber es gibt auch sozusagen gewisse musikalische Pulse, die durchgehen. Vor allem hört man das in der großen Trommel und in den Kontrabässen, die sehr oft so eine Art Pulsierung, wie eine Art ewiger Walking Bass von einer Jazznummer, der sehr langsam anfängt bis sehr, sehr schnell wird am Ende. Und gleichzeitig gibt es auch eine dynamische Steigerung, sodass es im Grunde immer aufgeregter und schneller wird im Laufe des Stückes. I really want people to be moved by this project for all of the prejudices that people have about new music and about music that explicitly deals with politics. I want this to be something that is juicy, something that is moving, something that is full of rich pictures, and something where all aspects of the production just grab you and don't let you go.